Hallo Leute, heute Abend wollen wir uns über die neu erstellte Marlin-Version unterhalten, die ich jetzt dann endlich fertiggestellt bekommen habe. Ich bitte euch, das Video bis zum Ende zu gucken, denn es ist sehr wichtig, weil ich möchte gleich nachher noch ein paar Sachen dazu erklären, die mit VS Code bezogen sind, weil ich habe nicht alle Versionen online gestellt. Ich habe es so gemacht, dass ihr euch die Versionen dann selber kompilieren könnt. Und damit es da keine Probleme gibt oder Fragen aufkommen, die eigentlich nicht aufkommen müssten, möchte ich euch bitten, das Video bis zum Ende zu gucken und natürlich abonnieren und Glocke nicht vergessen für die nächsten Videos, denn ich will versuchen, diesen Stand jetzt auch immer zu halten, vom Content her, aber ich weiß halt nicht, ob mir das gelingt und schauen wir einfach mal. Naja, zum Thema zurück. Es geht halt ganz einfach darum, dass ich diese zwei Versionen, also ich habe jetzt zwei Versionen fertig gemacht, das vorab. Ich habe die 2.0.7.2 fertig gemacht und ich habe auch die ganz neue Bugfix auch schon vorbereitet. Ich habe da die Configuration.h umgeschrieben, so dass sie im Prinzip der entspricht, die von dieser Tronxy Full schon online steht von irgendwann Mai, Juni letzten Jahres. So, es ist jetzt halt so, dass ich gewisse Sachen nicht ans Laufen bekommen habe, aber andere Sachen haben wiederum sehr gut funktioniert. Ich blende euch dazu jetzt erstmal ein paar Bilder ein, damit ihr seht, wo es drum geht. Es ist so, dass ich jetzt bei der neuen Bugfix-Version die Color UI voll ans Laufen bekommen habe, ohne Probleme. Und das hat also tadellos funktioniert. Bei der 2.07 habe ich es nicht geschafft. Da bin ich nur bei der normalen UI hängen geblieben. Ich habe zwar die Sachen implementiert, die eigentlich die Color UI freischalten sollten, aber da passierte halt einfach nichts. So, das heißt, ich habe jetzt bei der 2.072 das normale Menü freigeschaltet. Mit Deutsch. Übrigens funktioniert das auch sehr gut, wie man hier auf den Fotos sieht. Und ja, das Wichtigste, was euch jetzt alle interessiert, der Filament Runout Sensor funktioniert jetzt tadellos. Ich habe das bei der 2.07 und bei der 2.0 Bugfix vom 16.03. habe ich es auch probiert und selbst mit Octoprint, wie man hier sieht, kommt dann die Meldung Drucker angehalten durch Benutzer oder für Benutzer. Das funktioniert. Also das war wirklich genial jetzt. Also jetzt ist das eigentlich so, wie ich mir den Drucker vorstelle. Gewisse andere Sachen haben halt, wie gesagt, nicht funktioniert. Bei der 2.072 konnte ich das Pitbed nicht aktivieren, das ging nicht. Da hat er nur bis 50 Grad geheizt und danach das Pitbed abgebrochen. Das war auch egal, welche Temperatur ich anfahren wollte. Er hat dann nur noch mit, keine Ahnung, sag ich jetzt mal 20% Einschaltdauer oder so, versucht das Bett weiter zu heizen. Da passiert ja nichts und dann geht er halt eben in diesen Thermal Runout, dass er halt sagt, dass thermisch halt eben keine Heizung mehr stattfindet und geht dann auf den Fehler und macht einen Notaus. Bei der neuen Bugfix wiederum hat dieses auch tadellos funktioniert, ohne irgendwelche Probleme, so wie es sein soll. Ja, das ist meines Erachtens nach alles okay. Ich habe aber auch die Kompilierung nicht gemacht, weil dann kann sich jeder mit den Konfigurationsdateien die Parkpunkte und sonstige Sachen anpassen, weil ich weiß nicht, ob die bei allen Druckern passen. Ich kann ja schließlich auch nur meinen normalen X5SA Pro testen mit dem 330er Druckbett und nicht die anderen, die ja größer sind. Das geht halt nicht. Deswegen müsst ihr euch das dann schon selber machen, aber das sollte damit eigentlich dann, wenn wir das gleich so ein bisschen durchgesprochen haben, kein Problem sein. So, jetzt mache ich die ganzen Bilder mal weg und starte für euch mal das Video und halte in der Zeit mal Ruhe, weil ich habe so das Ganze jetzt beim Testen und auch beim Probieren heute Morgen, wie dann der Druck wirklich, ich habe halt eine Restrolle verdruckt, wie der Druck dann wirklich abgebrochen hat, dann könnt ihr das wenigstens mal sehen. Und ja, dann lasse ich euch erstmal kurz damit alleine.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich mache das jetzt hier einfach mal freihand und schneide das nachher alles zusammen. Filamentwechsel funktioniert jetzt mit der neuen Bugfix. Ich ziehe jetzt einfach mal den Filamentsensor ab, weil das ist einfacher. So, Tisch fährt jetzt runter, Drucker fährt in Parkposition. M600 wurde gestartet, Filament entnehmen. So, das Ganze jetzt nochmal mit der 2.072. Ich habe den jetzt schon abgezogen, der wartet jetzt schon auf mich. Und werde dann jetzt das Kabel wieder einstecken. Tut mir leid, dass die Qualität so schlecht ist, aber ich habe jetzt, um beweisen zu können, dass das wirklich funktioniert, keine Lust, hier unten die ganzen Stative aufzubauen. So, das heißt, wir drücken jetzt einen Knopf und dann geht's wieder los. Guten Morgen. Also, es sieht jetzt so aus. Der Drucker lief über Nacht durch. Ja, wie man sieht, Parkposition. Steht auch auf Parken. Filament hat sich hinten rausgeschoben, hat den Filamentsensor dann in die Ecke gelegt. Der ist hinten abgefallen, das war eigentlich so geplant. Den hatte ich nur ein bisschen aufgesteckt. Also das heißt, selbst mit Octoprint, wie ich das jetzt probiert habe, funktioniert die Software 100%ig. So, ja, wie ihr sehen könnt, das letzte war jetzt mit Octoprint gedruckt. Es ist so, dass das Ganze halt wirklich sehr gut funktioniert hat. Ich zeige euch das jetzt auch gerade mal in die Kamera. Dafür mache ich jetzt mal kurz die andere Webcam an, die größere, damit wir das besser sehen können. Das sieht dann nämlich so aus. Ist jetzt auch ein Blumentopf, aber es geht jetzt darum, dass es halt wirklich tadellos funktioniert hat, auch der Filamentwechsel, also Filament reinstecken und läuft. Das war sehr, 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 sehr geil. Also es war das erste Mal, dass mir das mit Marlin passiert ist, dass es wirklich tadellos funktioniert hat. Deswegen ist das schon so eine Sache, die wirklich, wirklich cool ist jetzt. Ich habe jetzt persönlich bei mir die Bugfix laufen, weil ich ja die zuletzt drauf gespielt habe in Englisch und habe die jetzt halt weiterlaufen lassen. Ja, mache ich jetzt auch nichts weiter dran. Also ich lasse das jetzt auch so. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu VS Code. Dazu mache ich euch erstmal die ganzen Bilder weg und alles andere weg, damit ihr auch dann alles seht. Ich lasse nur mich hier unten noch da. Und dann können wir mal gucken, dass wir da dann in die Materie mal reinschauen. So, also jetzt angekommen in VS Code sieht das Ganze so aus, dass ich wie gesagt von der 2.06 Bugfix-Version vom Juni oder Mai, ich weiß es nicht genau, ist ja auch egal, diese ganzen Sachen hier übertragen habe auf diese Versionen. Und habe das Ganze halt mitgenommen. Es ist jetzt dann so, dass ihr hier oben in diesem Bereich direkt euren Drucker auswählen könnt, indem dass ihr hier die Slash wegnehmt, vorne. Dann wird der Drucker ausgewählt. Ihr müsst aufpassen, dass nicht zwei Drucker ausgewählt sind oder dass irgendwelche anderen Sachen da drin sind, wie jetzt hier gerade. Und dann müsst ihr den Drucker halt wegmachen. Wenn jetzt beispielsweise, das ist jetzt meiner, müsste jetzt auch in beiden Konfigurationen aktiviert sein, den macht ihr dann einfach weg. Und macht ihr beispielsweise diesen hin. Und dann wird der genommen. Und dann sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren. Was ich halt noch gemacht habe, das zeige ich jetzt auch bei der hier, das war halt diese Geschichte mit der Color UI, die nicht funktioniert hat. Und mit der normalen UI. Zu der Version vom Juni musste hier umgeschrieben werden am Touchscreen.
Da muss dieses Enable Touchscreen, dieses Define Delay und so weiter und so fort, das muss aktiviert werden und die Touchscreen Calibration auch. Das hier darf nicht aktiviert werden, weil dann läuft euer Touchscreen aus dem Bildschirm raus. Also das heißt, wenn, dann müsstet ihr die Werte dementsprechend anpassen, dass es halt im Bildschirm bleibt. Weil ansonsten ist es so, dass die Kalibrierung irgendwo neben dem Touchscreen liegt, dann könnt ihr nichts mehr anklicken. Das ist dann ein bisschen semi-optimal in dem Sinne. Ja, das nächste, was dann hier noch war, ja, ich habe halt hier versucht, dann die Color UI zu aktivieren. Das hat nicht funktioniert. Ich habe das jetzt drinne gelassen, deaktiviert. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, kann das gerne tun. Dann habe ich noch übertragen von der neuen Marlin auf diese auch. Ich habe jetzt hier auch meinen Namen hinterlassen, dass man auch sieht, dass das keine normale Version ist. Von der ganz neuen Marlin-Version habe ich auch die schnellere Bautrate übernommen, weil ich gemerkt habe, dass das schon ganz gut funktioniert so. Und ansonsten halt bin ich gerade am Überlegen, in der Advanced H waren, glaube ich, noch ein paar Kleinigkeiten drinne für den Filament Runout. Aber das könnt ihr alles dann noch nachlesen, das zeige ich euch auch gleich wo. Den Status Screen, den habe ich drinne gelassen. Der wird dann nämlich auch schön oben rechts, sage ich schon, oben links im Bild angezeigt bei der normalen UI. Dann steht auch das Tronxy-Logo oben, das finde ich ganz cool, deswegen habe ich das auch aktiviert und drinne gelassen von der alten, also habe das rüber kopiert und hier auch aktiviert. Des Weiteren habe ich dann, glaube ich, noch, ja, bei den Extruder-Parkpositionen habe ich dann zum Teil noch die Geschwindigkeiten verstellt. Aber das ist auch nur minimal. Ich habe jetzt hier bei der 2.07 habe ich es, glaube ich, gar nicht gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, das habe ich doch gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann hier die Parkposition. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Nee, ich bin gar nicht richtig. Also die ganzen Extruder-Parkgeschichten habe ich vergrößert. Hier müsst ihr auch gucken, das müsst ihr eventuell wieder runternehmen, weil ich habe das Hotend umgebaut. Den habe ich jetzt auf 320 Grad. Das heißt, ich kann dann bis 305 Grad heizen. Da müsst ihr dann halt gucken, dass ihr mit dem normalen PTFE-Schlauchextruder definitiv nicht über die 260, 265, 270 geht auch gerade noch so nicht drüber kommt, weil das gibt ansonsten verrissene Hosen. Ja, dann das nächste ist die Pit-Bed-Temp. Das funktioniert hier, wie gesagt, nicht. Wenn sich da auch irgendjemand mit auseinandersetzen möchte, kann er das gerne tun. Aber die Bugfix hat diese ganzen Funktionen halt funktionell drinne. Die maximale Extruderlänge habe ich auf 400 gestellt. Dann kann man nämlich in der Software noch auf das Doppelte hochgehen. Das heißt auf 800, um halt so ziemlich alles abdecken zu können. Das muss aber bei den großen Druckern, also bei dem 500er, muss das eventuell noch erweitert werden, ein ganzes Stück, damit es da keine Probleme gibt. Und ansonsten, wie gesagt, steht alles in dem Thread drinne, den ich euch nachher zeige dazu. Da könnt ihr dann alles nachlesen, was da auch nachgeschaut werden muss. Die Stepper-Treiber sind ja auch schon vorgewählt. Sogar für den anderen Drucker. Ich bin gerade am Überlegen, das ist der XY Pro oder so. Der hat dann noch die 4988 drinne, die alten. Deswegen kann man auch leider nichts an den Steps verändern. Hier ist auch alles schon vorgewählt. Hier habe ich nichts geändert, weil das muss jeder für sich selber ausmessen. Ich habe jetzt einfach die Daten von meinem rausgemessenen übernommen. Und das passte halt ziemlich, ja, Geschwindigkeiten und so weiter. Das muss auch jeder so machen, wie er es selber möchte. So, und dann würde ich sagen, zeige ich euch auf jeden Fall jetzt gerade nochmal, dass das ohne Probleme jetzt durchläuft. Es kommen zwar Infomeldungen unten, aber das läuft eigentlich ohne Probleme durch. Oder auch nicht, weil ich das falsche Board ausgewählt habe wahrscheinlich. Nee, habe ich nicht. Ach so, ich habe ja jetzt an der Configuration herumgefummelt.
Ja, man sollte halt nach Möglichkeit auch einen Drucker auswählen. Das war jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Man kann jetzt hier unten einfach so kompilieren, weil das Board habe ich bei beiden hoffentlich richtig hinterlegt. Aber ich empfehle euch ganz ehrlich nicht, das hier über hier unten zu machen, einfach über den Kompilieren-Button, weil es gibt einen viel einfacheren Weg, den zeige ich euch dann jetzt gleich noch zusätzlich, weil dann könnt ihr nämlich auch, wenn mal irgendwas total daneben liegt, sieht man jetzt hier auch, das passt alles. Also wenn irgendwas total daneben liegt, kann man das Ganze nämlich einfach clearen. Das ist nämlich dann das Marlin-Tool für VS Code. Darüber kann ich nämlich dann das Panel anzeigen lassen, habe dann hier meine kompilierte Datei auch in grün hinterlegt und sehe, dass es halt funktioniert hat ohne Probleme, nicht nur hier unten mit dem Success. Und wenn mir jetzt das Ganze halt nicht in Kram passt, weil ich da irgendwie 1000 Fehler reingehauen habe und er auch gar nichts mehr kompiliert, kann ich einfach sagen, dass er mir die Marlin-Version cleanen soll und dann ist die Sache auch erledigt. Dann ist alles weg. Ja, das soweit zur 2.07. Das nächste wäre dann die 2.0 Bugfix. Da ist es halt so, dass ich auch alles genauso übernommen habe, aber eine Änderung dazu gibt es. Entschuldigung. Jetzt muss ich gerade gucken, wo es ist, der Bildschirm, weil hier sind deutlich mehr Zeilen drin, wie in den anderen Versionen davor. Genau, hier ist es. So, hier ist es jetzt wie gesagt so, dass hier unten dieser Touchscreen Absatz, der muss auch genauso aktiviert werden wie in der 2.07. Viel wichtiger ist aber, dass man hier die Color UI aktivieren kann und die Classic UI einfach abschalten kann. Zur Color UI muss man aber dann noch dazu nehmen den 480 x 320. Das muss man aber trotzdem auch bei der normalen Classic UI machen. Ansonsten wird die etwas kleiner angezeigt, als der Bildschirm ist. Das dürft ihr dann halt nicht vergessen, falls ihr hier irgendwelche Änderungen vornehmt. Ja, hier muss dann aber zusätzlich noch aktiviert werden dieser TFT-Driver Auto und TFT-Interface FSMC ist standardmäßig aktiviert. Das waren jetzt die einzigsten Änderungen, die ich vorgenommen habe zur 2.07 und halt noch das Pitbed. Das habe ich halt auch noch mit dazu genommen, weil es hier halt funktioniert. Hier ist halt Pitbed ist definiert und ist auch hier schon für das 330er Druckbett vorgewählt, dass ihr da keine Probleme kriegt mit dem Heizen. Das wäre jetzt halt eine Möglichkeit, wie man halt vernünftig dann heizen kann. Alle anderen müssen dann halt gucken bei den größeren Druckern, dass sie erstmal einen Pit-Tuning fahren, dass das halt vernünftig funktioniert. Und dann sollte das danach auch klappen. Ja, das waren die einzigsten Änderungen hierzu. Ansonsten war da nichts mehr großartig, was jetzt interessant wäre. Dann sieht es so aus, dass ich das Ganze jetzt gepackt habe und habe das Ganze hier auf GitHub hochgeladen. Ich habe das Ganze allerdings auf GitHub als ZIP-Dateien hochgeladen, die 2 Repositories von den 2 Marlin-Versionen und habe für den 330er X5SA Pro in Deutsch und Englisch hier die Versionen hinterlassen. Das sind also fertige update.cbd Dateien, die ihr so einspielen könnt. Die habe ich beide auch getestet, die haben bei mir tadellos gelaufen. Das ist auf dem V6-Board allerdings. Bitte das Board überprüfen, das zeige ich euch aber gleich noch, wo ihr das machen könnt. Weil ansonsten funktioniert das Ganze nämlich nicht. Es ist nämlich so, dass es ja dazu eine Seite gibt, zu dem ursprünglichen Tronxy, ja, zu dieser ursprünglichen Tronxy Marlin, wo halt der Bed-Level-Sensor nicht funktioniert hat. Das ist diese hier auf Drucktipps 3D. Da kann man dann auch alles nachlesen, wie man die Treiber rausfindet und so weiter und so fort. Und hier ist auch alles beschrieben, wie man jetzt auf der Originalseite die Marlin-Version bekommt. Das ist halt auch ganz gut. Hier ist auch also die Geschichte für VS Code nochmal beschrieben. Das funktioniert bei meinen Versionen jetzt auch genauso. Also da kann man sich an diese Anleitung eigentlich halten. Stepper und so weiter und so fort. Das muss man halt, wie gesagt, also ich würde jetzt nicht großartig was übernehmen. Ich würde es hinterher einfach neu kalibrieren. Das ist einfacher und sinnvoller.
Ja, und hier stehen auch halt in den Nachrichten hier unten drinne stehen auch noch einige Einstellungen, die geändert werden können. Das fängt dann hier so ungefähr an, wo man dann halt gucken kann, was halt so von den ganzen Parkpositionen her und so noch verändert werden kann und muss teilweise in den Versionen. Aber wie gesagt, das kann dann jeder selber relativ einfach machen, weil die Versionen sind ja jetzt soweit fertig, dass sie verwendbar sind und sind auch beide getestet. Also zumindest auf meinem Drucker. Wenn es da Probleme gibt, dann bitte mich anschreiben. Ich kann es vielleicht dann rausfinden, aber sinniger wäre es, wenn halt das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt würde mit der Zeit und vielleicht sich dann bei den größeren Druckern irgendjemand anders der Sache annimmt, falls es da Fehler gibt. Aber das meiste dürfte über diesen Free-Tier abgedeckt sein, weil die Einstellungen sind geblieben. Also da hat sich bei Marlin jetzt nichts großartig geändert, dass man jetzt sagen würde, das funktioniert so nicht mehr. Ja, das war halt so im Grunde genommen jetzt meine Geschichte zu diesen Malinversionen und ich wünsche euch ein frohes Testen dabei. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, ob alles funktioniert hat. Es war für mich recht schwierig, da jetzt am Anfang das Ganze hinzukriegen, weil das doch sehr komplex war, die Configuration.h und die Advanced.h zu übernehmen. Also das heißt, ich habe im Prinzip mir die Arbeit gemacht und habe Zeile für Zeile alles bin Zeile für Zeile alles durchgegangen und habe alles dann übertragen und auch teilweise neu geschrieben. Ich habe dann zum Beispiel, das zeige ich euch jetzt noch kurz, damit wir hier nichts verkehrt machen. Bei der Bugfix-Version habe ich dann hier oben die Namen noch gekürzt, Sektion, Shorted Names, damit man halt noch die 2.08 dahinter bekommt, weil diese Version läuft unter 2.08 hier im Configuration H-Version. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann nochmal die 2.08 werden, vermute ich mal, damit es da halt keine Verwechslungen geben kann mit der alten Version, die bei GitHub zu finden ist. Und ansonsten sollte dann eigentlich alles funktionieren. Es könnte sein, dass hier unten im Terminal noch ein Fehler auftritt. Das habe ich gesehen beim Runterladen, dass er nach 2 oder 3 Dateien von dem Notebook gesucht hat von meiner Freundin, die ja nicht mehr vorhanden sind. Das ist aber nicht schlimm, wenn ihr neu kompiliert, werden diese Dateien einfach neu runtergeladen. Also das ist kein Fehler, der die Kompilierung verhindert. Ja, das sollte es dann aber wirklich auch gewesen sein in dieser Geschichte. Und dann würde ich sagen, lasst uns alle schön drucken mit dieser Version und vor allen Dingen wieder mit einem Filament-Runout-Sensor, der funktioniert, und auch anderen Sachen, die normal wieder funktionieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.